Motorentechnisch ist das so für mich mit so in meinem Leben so der geilste Motor, den ich gefahren bin. 6-Zylinder Diesel. Diese Drahtklappen, die sich hier halt bewegen können, ausschlagen können, abbrechen können, fahren euch in den Motor rein. Was passiert? Du hast Motorschaden. Schwingungsdämpfer zusammen ist relativ stramm, ist somit das teuerste, was man da so verbauen kann. 400 €. Es geht heute um Kaufberatung zu BMW E60, E61 Dieselbereich, also sprich 525, 530, 535, vielleicht auch ein bisschen. Das ist jetzt hier mein aktuelles Auto, was uns jetzt hier aktuell verlassen wird. Deswegen ist es auch so ein bisschen eine Gebrauchtwagenvorstellung mit. Also wer aktuell Interesse an diesem Fahrzeug hat, kann sich gerne aktuell bei uns melden, wenn das Video online geht. Ich weiß noch nicht, wann ich das schaffe zu schneiden. Link unten zu dem Fahrzeug werde ich mit reinpacken. Preis aktuell weiß ich noch nicht. Dürft ihr im Laufe des Videos euch schon mal Gedanken drüber machen und gerne dazu was unten in die Videokommentare schreiben. Also wie gesagt, Telefonnummer blende ich ein. Wer Interesse hat an dem Fahrzeug, kann sich gerne aktuell schon melden. Ist abgemeldet schon, deswegen sind auch rote Kennzeichen drauf. Ich habe auch schon ein neues Auto, ist auch schon angemeldet. Also es ist eigentlich ab sofort verfügbar. Vorab, wenn wir es euch heute vorstellen, Fahrzeug ist noch nicht aufbereitet, also ist so, wie ich es jetzt mehr oder weniger mit meinem Arsch verlassen habe. Noch nicht sauber gemacht, noch nicht gewaschen, noch nicht gesaugt, also so die ungeschönte Wahrheit mehr oder weniger. Kaufberatung aus dem einfachen Grunde, weil da 2 Kartons voll mit Teilen liegen, die ich jetzt in den letzten 1,5 Jahren, die ich das Fahrzeug bewegt habe, getauscht habe. Habe Erfahrung eigentlich, deswegen machen wir auch die Kaufberatung. Also 5 Jahre BMW E61 kommen bei mir jetzt so auf die Uhr. Bei dir, Johann? Wie viel E61 oder E60, E61 hast du gehabt? Einen, ne? Ne, 2. 2. Den 535, da gibt es auch Videos zu bei uns auf dem Kanal. Ja, mit 530. Wann hast du denn 530 gehabt? So einen schwarzen auch, so einen. Das ist schon länger her, ne? Ja, schon länger her. Also wir haben ausreichend Erfahrung mit diesen Fahrzeugmodellen. Also bei mir vor ein paar Jahren schon mal 3 Jahre gefahren, 525 Diesel und den jetzt hier ja 1,5 Jahre ungefähr. Super Autos, Auto hätte ich auch gar nicht abgegeben, weil es einfach jetzt durchrepariert ist, so wie es mir eigentlich gefällt. Es ist alles, es funktioniert mehr oder weniger alles, es sieht einigermaßen gut aus, finde ich. Also BMW E61 ist, finde ich, immer noch ein super schickes, modernes, sportliches Auto, vor allem mit dem M-Paket, was das Auto hat. Für die, die sich nicht auskennen, also das Fahrzeug sieht man jetzt hier an den Stoßstangen mehr oder weniger und an den Rädern, dass das halt ein Sportpaket drauf hat oder montiert hat oder ab Werk drauf ist. Und die Fahrzeuge, die halt kein M-Sportpaket haben, sehen halt so ein bisschen langweilig in Anführungsstrichen aus. So, womit fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Motor. Ich mache mal Motorhaube auf. Ist ein schwieriges Video, wollten wir lange schon drehen, weil es unendlich viel eigentlich dazu zu erzählen gibt. Und wir jetzt einfach gesagt haben, ich mache das hier auch nicht irgendwie so skripten oder auf ein Blatt Papier schreiben und dann alles hier ablesen oder so. Ich habe einfach jetzt hier alles hingeknallt. Ich spreche einfach so, wie ich Bock habe. Das eine oder andere werde ich vielleicht vergessen oder irgendwie durcheinander bringen oder so. Aber ich denke mal, für den einen oder anderen, der sich so ein Auto noch gönnen will, wird das, was wir heute hier euch alles so erzählen, doch schon interessant sein und helfen, beim Gebrauchtwagenkauf, wenn ihr euch sowas kauft, auf das eine oder andere aufzupassen. Oder ihr wisst dann, sage ich mal, wenn man sich so ein Auto heute kauft, was eventuell an Kosten auf euch zukommen können. Aktueller Kilometerstand von dem Fahrzeug sind ungefähr 235.000 Kilometern. Gekauft habe ich das Auto mit 222.000 Kilometern. Und wie gesagt, heute soll es so ein bisschen darum gehen, was wir alles oder was ich alles jetzt in einem Auto gemacht habe in den 10, 12, 13.000 Kilometern. Was, sage ich mal, so bei einer in Anführungsstrichen schon fast Generalüberholung bei so einem Auto mehr oder weniger anfallen kann und was das alles kostet. Viele Sachen, was wir euch heute vorstellen, muss ich dazu auch sagen, kann man machen, muss man nicht machen. Also das Auto habe ich gekriegt, das ist auch gefahren, genauso wie es jetzt fährt, nur jetzt fährt es halt besser. Ne? Aus dem einfach gesagten Gründen. Ne? Das sind 2 Kisten voll Teile, wurden halt viele Mängel mehr oder weniger ausgemerzt. Und ich fange einfach mal an. Wir fangen einfach mal an mit dem kleinen Karton. Der große Karton ist so Fahrwerk. Mit dazu kann ich auch direkt vorwegnehmen. Komm mal her, Johann. Fahrzeug habe ich gekauft, was man normalerweise heute gar nicht mehr zu kaufen kriegt. Den Kilometerstand kriegt man schon zu kaufen. Aber Fahrzeug habe ich gekauft aus erster Hand, Checkheft gepflegt, BMW. Ist durchgestempelt, hat seinen 30.000er Longlife leider bekommen, ne? Was ich ja nicht immer schön finde. Also 30.000 Kilometer für einen Longläufer, was die Dinger auch knallen, glaube ich, ist definitiv zu lang. Kann ich mal kurz zeigen. Ist alles BMW, 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 BMW,
Bei mir hat das Fahrzeug jetzt in den paar tausend Kilometern sogar 2 Ölwechsel gekriegt. Mit dazu kommt noch, für die Leute, die Interesse haben, es gibt eine komplette Literatur zu dem Fahrzeug. Die sieht so aus. Das habe ich halt mit dazu bekommen. Nicht so nah kommen, Johann, aus Datenschutzgründen. Da steht der Name vom Vorbesitzer drauf. Das ist alles hier, kann man mal grob zeigen. Alles BMW, ich weiß nicht, wie viele Seiten das hier sind. Das sind alle Rechnungen vom Neukauf, ist sogar der Kaufvertrag vom Neukauf noch mit dabei. Ja, so viel für die Leute, die unbedingt suchen, ein Fahrzeug mit einer lückenlosen Fahrzeugdokumentation. Die ist hier dabei und den Rest kriegt ihr heute von mir in dem Video, das, was ich halt gemacht habe. So viel zum Checkheft. Auto noch mal ganz kurz, Eckdaten. Ich weiß die Eckdaten gar nicht von dem Auto. Ist ein 10er Auto auf jeden Fall. Ist ein 530 Diesel. Was hat ein 530 Diesel? 235 PS? 235 PS, ja. Nur das Facelift. Nur das Facelift, das Vor-Facelift nicht. Genau, und ist halt ein Facelift, ne? So, wir fangen an. Ich glaube, ich hätte mir Handschuhe mit dazu holen sollen, aber ist egal. Ich mache mich auch heute für euch dreckig. Womit fangen wir denn an? Also ich würde sagen, Sachen, die man machen kann. Ich muss mir Handschuhe holen. Kurzer Schnitt, das ist richtig dreckig. Für die, wo ich eventuell jetzt ein bisschen was erzähle, vielleicht noch ein bisschen Blödsinn erzähle, einfach vorspulen. Ne? Also es wird wirklich viele interessante Sachen geben, die ihr so vielleicht bei so einer Kaufberatung noch nicht gesehen habt. Und ich finde auch eine Kaufberatung, so wie wir die machen, wir haben auch eine Fahrzeugliste schon bei uns auf dem Kanal. Da könnt ihr mal nachschauen. Da sind mittlerweile zig Kaufberatungen drauf. Das sind so die Erfahrungen, die wir im Laufe der Zeit, ist gerade so ein komischer Roller vorbeigefahren, deswegen muss ich lachen, gemacht haben, weil ich finde immer viele Kaufberatungen, die ich mir bei YouTube anschaue, dann ist so ein Auto irgendwann mal fast neu gewesen oder ein aktuelles Auto, 2 Jahre alt, hat 10.000 Kilometer gemacht und dann macht einer dazu eine Kaufberatung. Was soll derjenige erzählen? Der kann erzählen, wie das Auto fährt, wie der Sitz nach vorne, nach hinten zu klappen geht, was das Auto an Ausstattung hat. Aber so, was im Laufe der Zeit an Reparaturen und eventuell mit so einem Auto passieren kann und was gemacht werden muss, können die Leute in der Regel eigentlich in diesen Kaufberatung nicht erzählen. Deswegen glaube ich, wird das hier auch eine relativ gute Kaufberatung. Wer weiß, was das hier ist? Weißt du, was das ist, Johann? Ja. Erzähl. Steuergerät. Wofür? Für was? Ein Pluskabel. Nee, das ist das Glühkerzensteuergerät, aber du warst nah dran. Also das ist das Steuergerät für die Glühkerzen, die gehen bei den Dingern eigentlich immer mit kaputt. Das sollte man in der Regel neu machen, das kriegt man raus, indem man eigentlich die Fehler ausliest oder die Glühkerzen sind mehr oder weniger kaputt. Das Fahrzeug hat auch 6 neue Glühkerzen bekommen, kann ich mal rausholen hier. So ein paar Glühkerzen und das Pluskabel hat man schon mal, das sollte man, wenn man den ganzen Kram auseinander macht, auch direkt mit neu machen. Das ist das Pluskabel, was mehr oder weniger an das Glühkerzensteuergerät drankommt und das Glühkerzensteuergerät mit Strom versorgt. Wo sitzt das? Im Kofferraum, ne? Nein, nein, Johann. Da, guck mal, hier ist zum Beispiel, kann man sehen hier irgendwo, ne, kann man nicht sehen, der ganze Kram sitzt irgendwo in dem Teil hier unter der Ansaugbrücke. Ne? Wenn er die Aktion macht, weil die Ansaugbrücke halt auch abgebaut werden muss, ist es zu empfehlen, 6-mal Glühkerzen, das Glühkerzensteuergerät, also das Glühkerzensteuergerät und die Glühkerzen gibt es in der Regel in einem Set zu kaufen und das Kabel müsst ihr original BMW kaufen, weil da ist schon mal das Problem, dass das anfängt ja, zu schmoren oder eventuell wegschmoren. Deswegen habe ich jetzt hier im Vorfeld ein neues mit verbaut. Alle Teile, die ich heute vorstelle, versuche ich euch auch mit unten in der Infobox bzw. in den Kommentaren zu verlinken. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Wird viel geiler Scheiß dabei sein, den ihr an euer Auto ja, ranschrauben könnt, eventuell machen könnt. Das ist eine Sache, da wird der eine oder andere auch schon mit Erfahrung haben. Liest Fehler aus bei den Autos, wird in der Regel nicht angezeigt mit einer Motorkontrollleuchte oder sonst irgendwas, aber ist im Fehlerspeicher halt drin, dass entweder Glühkerzen kaputt sind, Glühkerzensteuergerät oder eventuell das Kabel. So, der nächste Punkt, wenn man den ganzen Kram schon ab hat und zum Beispiel jetzt die Glühkerzen macht und die Ansaugbrücke abmacht, die Ansaugbrücke hat Drahtklappen drin. So, die Drahtklappen sehen so aus. So sahen die jetzt bei mir aus, die waren relativ stark verkokt. Ich hatte auch die Ansaugkanäle nach der Ansaugbrücke strahlen lassen, weil die sehr stark verkokt waren. Kann man ja auch anhand der Drahtklappe mehr oder weniger jetzt hier sehen. Und die Drahtklappe war in dem Bereich hier nach unten undicht gewesen. Folge undichter Drahtklappen ist in der Regel, dass du den ganzen Teil hier unten auf der Seite, ja, brauchen wir jetzt nicht großartig zeigen, ist halt komplett zusammengebaut, verölt hast. Also Auto hat Öl verloren. BMW hatte im Vorfeld, habe ich in den Rechnungen gesehen,
gesehen, die Ölwanne nochmal abgedichtet. Ich denke mal nicht, das war der Fehler. Der Fehler war halt einfach, dass die Drahtklappen undicht waren. So, was sollte man machen, wenn man diese Drahtklappen abdichten will? Kann man nicht sagen. Oder wenn sie undicht sind, man schmeißt die einfach raus. Deswegen habe ich die halt auch in der Hand. Da gibt es noch so ein tolles Gestänge mit dazu, das kann man damit rausbauen. Da gibt es halt so Stopfen, so ein Set. Gibt es zig verschiedene, wo man den ganzen Kram, haben wir 6 Stück an der Zahl von diesen Drahtklappen mit diesen Gestänge, das komplett rausreißen. Aus dem einfachen Grunde, weil, wird der ein oder andere auch schon mal gehört haben, diese Drahtklappen, die sich hier halt bewegen, mit der Zeit eventuell irgendwie lösen können, ausschlagen können, abbrechen können, fallen euch in den Motor rein. Was passiert? Du hast Motorschaden. Und mit diesen Stopfen, wie gesagt, Link unten dazu packe ich euch auch mit in die Videobeschreibung, kann das halt einfach nicht mehr passieren. Auto fährt ohne diese Drahtklappen genauso gut wie mit den Drahtklappen und so verhindert hier eventuell, dass die Klappen abreißen und ihr einen Motorschaden bekommt. Ne, wird der ein oder andere wahrscheinlich schon mal gehört haben. In dem Zuge natürlich für die Ansaugbrücke, komm mal her bitte Johann, ist es sinnvoll, diese Dichtung natürlich mit neu zu machen. Die sind bei mir jetzt ja 200.000 Kilometer drin gewesen, die sind noch elastisch, die werden wahrscheinlich noch gedichtet oder abgedichtet haben. Habe ich damals original BMW komplett für die Ansaugbrücke, alles was da so war, ja, neu bestellt. So, das sind die Drahtklappen hier. Haben wir noch ein paar Glühkerzen. Also wer gebrauchte BMW E61 Teile sucht, kann die gerne kostenlos hier abholen. Ich habe genug davon. Hä? Dann machen wir weiter mit, was ist das denn hier? Ich weiß gar nicht, was das hier war. Keine Ahnung. Ne, ihr seht es, also hier sind ohne Ende Dichtungen. Zeige ich euch gleich auch noch mal eine Rechnung dazu. So, der nächste Punkt ist, das war das hier. Das AGR. Nein. Der AG, wie heißt das nochmal? Das AG, ne. Da haben wir auch ein Video zu gemacht, ich komme nicht auf den Namen. Das AGR-Thermostat. So, ne? Und das Hauptthermostat für den Kühlmittelkreislauf ist auch immer so ein Punkt bei den Fahrzeugen. Folgefehler, ganz schlimm eigentlich, wenn die Dinger kaputt gehen, gerade im Winter, weil das Fahrzeug natürlich auch keine Anzeige für die Kühlmitteltemperatur hat. Du weißt nie, ob dein Auto betriebswarm ist oder nicht. Und so ein Diesel muss ja regelmäßig regenerieren. Ne? Also Partikelfilter sollte der eine oder andere schon mal gehört haben. Muss regelmäßig generieren und regenerieren. Und wenn euer Auto die Betriebstemperatur gerade im Winter nicht erreicht und ihr jetzt halt so weiter durch die Gegend fahrt und ihr das nicht mitkriegt und das Auto nie regeneriert, Problem, Partikelfilter irgendwann voll, eventuell Folgeschaden, Turbolader eventuell und irgendwann wird wahrscheinlich die Partikelfilterlampe angehen und dann ist es in der Regel schon zu spät. Deswegen sollte man sich eigentlich, wenn man sich so ein Auto kauft, die 2 Thermostate, ganz wichtig, eigentlich pauschal tauschen. Also das machen wir grundsätzlich bei den Fahrzeugen immer, weil entweder das oder das immer kaputt ist und du halt das Problem hast, ja, du kannst es halt nicht sehen. Ne? Dazu ist auch ganz sinnvoll, wenn man das mal checken will, ne? Kali-App sagt dem einen oder anderen was, ich kann dazu eventuell mal was einblenden, wenn ich was finde hier. Ich packe euch zu der Kali-App einen Link unten mit in die Videobeschreibung, kann man das ganz bequem über das Handy checken, weil, wie gesagt, die Fahrzeuge haben keine Kühlmitteltemperaturanzeige. Ich fahre jetzt aktuell das Nachfolgemodell, hier können wir mal ganz kurz drauf eingehen. Bei dem wiederum ganz geil eigentlich, zwar keine Kühlmitteltemperatur, aber du hast eine Öltemperaturanzeige. Können wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen, wenn wir Zeit haben, aber das Video wird viel zu lange werden. Also Thermostate, ein Punkt, sind doch gar nicht so teuer. Ich glaube, das kostet irgendwie 15 Euro. Das haben wir schon mal in dem Video, glaube ich, gewechselt bei der 535. Und das sitzt, kann man ja mal zeigen. Das AGR-Thermostat oben mit 2 Schrauben, Schlauch drauf, ganz einfach zu wechseln. Und das Hauptthermostat, sage ich mal, sitzt in dem Bereich da unten Richtung Wasserpumpe. Ist ein bisschen aufwendiger, sollte man so mal eben an der Garagenauffahrt in der Garage, glaube ich, eher nicht machen. Ist nicht zu empfehlen. So, mit dazu kommt noch, ist bei mir damals die Wasserpumpe mitgekommen. Die habe ich pauschal tauschen lassen. Die war jetzt nicht kaputt gewesen und habe da zumindest mal gesehen, wie so eine Wasserpumpe mehr oder weniger aussieht, weil die halt wirklich in dem Bereich Thermostat sitzt. Du den ganzen Riemenkram und das ganze Gedöns auseinanderschraubst. Und ich glaube, Kostenpunkt für so eine Wasserpumpe sind irgendwie um die 50 Euro, ist direkt mit reingekommen. Thema Riementrieb. Ist natürlich in dem Zuge, war alles noch mehr oder weniger fahrbar gewesen, hat auch keine Geräusche gemacht oder so, aber wenn es einmal auseinander hast, kostet halt alles nichts. Dann machst du halt den ganzen Riementrieb mit neu. Ne? Also sprich, diese Rollen hier, von denen haben wir im Riementrieb 3 Stück. Ne? Eine Spannrolle, irgendwie Umlenkrollen hier, das ganze Gedöns halt gibt es in der Regel auch in einem Set irgendwie zu kaufen. Machst du mit neu und die dann auch wahrscheinlich 200.000 Kilometer drauf fahren, habe ich nur einen.
Gibt es 2 Stück von, zeige ich euch einmal, wo der hier sitzt. Das ist halt hier der ganze Riementrieb, hier mit Riemenscheibe. Unten hast du eigentlich noch einen kleinen für den Klimakompressor, das ist so ein Stretchriemen. Und das ist mehr oder weniger der große Riemen, der den meisten Kram wie Servolenkung etc., Lichtmaschine und den ganzen Kram antreibt. Kann ich euch jetzt mal zeigen, ob der schon mal neu gekommen ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe ihn einfach neu gemacht, weil das halt einfach nichts kostet. So, Nummer für den Riemen kann ich euch hier schon mal einblenden, für die, die so einen Riemen eventuell brauchen. Packe ich euch auch mit als Link unten in die Videobeschreibung. Das sind so die günstigen Sachen bisher gewesen, die kaputt waren. Die teuren Sachen könnt ihr euch darauf freuen, die kommen schon mal. So, Thema Riementrieb. Ganz wichtiger Punkt. Auto kann eventuell irgendwann mal anfangen, vom Motor her irgendwie komisch zu vibrieren. Macht sich teilweise auch gar nicht bemerkbar. Dazu müssen wir einmal ein bisschen ins Licht gehen. Komm mal mit. Das ist der Schwingungsdämpfer, der relativ weit unten sitzt. Sollen wir das mal zeigen? Ich hole mal eine Lampe. Mach mal kurz einen Schnitt. Schwingungsdämpfer, ja, Schwingungsdämpfer. Du filmst noch, ne? Schwingungsdämpfer, auch unter den Namen bekannt. Riemenscheibe, die sitzt unten an der Stelle. Solltet ihr sehen können, genau hier unten in der Mitte, da sitzt die Riemenscheibe. Die ist neu draufgekommen, aus dem einfachen Grunde, weil die Dinger halt einfach ausschlagen, beziehungsweise in Gummi gelagert sind. Komm mal mit. Gerade bei, ja, hier kann man es sehr gut sehen. Na? Sieht man das? Mhm. Also wird hier an den Stellen anfänglich schon rissig und irgendwann reißt die halt mal. Und wenn ihr Pech habt, so an der Stelle, was ich so weiß, mir ist es Gott sei Dank noch nicht passiert, weil sowas sollte man immer im Vorfeld tauschen, nicht als wenn die kaputt ist, kann euch der Riemen unten in die Kurbelwelle reingezogen werden, eventuell sogar einen Motorschaden, oder ihr steht ungünstig irgendwo und könnt halt nicht mehr weiterfahren, weil Servolenkung, Wasserpumpe, der ganze Kram halt dadurch auch nicht mehr angetrieben wird. So, wichtig, komm mit. Das ist ein teures Teil, ich zeige euch gleich die Rechnung dazu. 4 Dehnschrauben sollten damit neu, ne? Ganz wichtig. Und wieso ist denn meine Hose offen, Johann? Wieso sagst du denn nichts? Ja, Entschuldigung, ich gucke dir nicht auf den... Okay. Thema da, Zubehör, Schwingungsdämpfer. Hatte ich bei meinen 525 Erfahrungen gemacht. Das funktioniert in der Regel nicht. Da gibt es Contitech oder wie Cornetto oder was weiß ich, was es da alles gibt an Zubehör-Riemenscheiben. Sollte man nicht kaufen, kann man auch im Internet relativ oft nachlesen, dass die in der Regel nicht lange halten oder direkt schon von Anfang an irgendwie eine Unwucht haben. Von daher empfehle ich ganz klar, ist natürlich ein paar Euro teurer. Original BMW, zeige ich euch die Rechnung. Moment. Habe ich natürlich gekauft bei BMW. Könnt ihr sehen, was das kostet. Schwingungsdämpfer einmal, Torx-Schrauben 4-mal. Zusammen ist relativ stramm, ist somit das teuerste, was man da so verbauen kann. 400 Euro alleine für diese Scheibe. Ist stramm, aber wie gesagt, schützt vor wesentlich größeren Schäden und macht sich in der Regel ja, nicht bemerkbar, weil du da unten halt auch schlecht mit deiner Lampe hinleuchten kannst und schauen kannst, wie der Zustand der Scheibe ist. Ne? Also schwieriges Thema, Riemenscheibe. So, was haben wir noch gemacht? So, dann hatte ich noch ein weiteres Problem vor kurzem in Bezug auf den Partikelfilter bei dem Auto. Hat er mir angezeigt, dass der voll wäre. Eigentlich komisch, weil ich die Partikelfilterwerte eigentlich immer regelmäßig mit der Kali-App check und das eigentlich immer gut war bisher und ich nie Probleme gehabt habe. Und wir sind dann irgendwie mal in so einen Freizeitpark gefahren, Autobahn hochgefahren und dann macht das irgendwie Peng. Partikelfilterlampe. Da habe ich mir gedacht, was ist denn jetzt los? Was ist das denn für eine kann doch überhaupt gar nicht sein, ne? Weil ich das in der Regel regelmäßig kontrolliere und auch merke, wenn mein Auto regeneriert. Also ich merke das, der Automalverbraucher wird das wahrscheinlich bei dem Fahrzeug gar nicht merken. Ist mir auch aufgefallen, dass das Regenerieren irgendwie die letzte Zeit gar nicht mehr so stattgefunden hat, aber es ist halt Sommer gewesen, also warm. Ne? Und von daher habe ich gedacht, okay, ne? Hat man sich nichts bei gedacht, fährst halt einfach weiter, wie der Otto-Normalverbraucher das auch macht. So mache ich das dann in der Regel auch. Und ja, wie gesagt, Partikelfilterlampe an, am nächsten Tag hier dann mit der Kali-App gecheckt, Fehler ausgelesen, ja, Partikelfilter voll etc. bla bla bla. Fahrzeug regeneriert nicht mehr. Dann kann man halt auch Werte checken, wie lange das Fahrzeug nicht mehr regeneriert hat. Fahrzeug regeneriert so alle 300 bis 500 Kilometer, glaube ich, wenn man so Stadtbetrieb gemischt fährt. Berechtigt mich da in den Kommentaren, wenn ich da irgendeinen Blödsinn erzähle. Das ist so die Erfahrung, die ich mache. Die kann man halt auch als Werte auslesen. Also bei mir ist hinterlegt, Durchschnittsregenerationswert bei dem Auto 512 Kilometer. Na, danach kann man sich so grob richten. So, dann habe ich gecheckt, die Werte mit der Kali-App, wie heißt das denn? Differenzdruck, ne? Also den Differenzdruck. So, die Werte waren definitiv zu hoch.
Komischerweise, wieso, weshalb, warum. Und Auto hat, wie gesagt, auch nicht mehr regeneriert. Und daran war halt dieses Teil schuld. Das Teil hatte ich dann getauscht, war auch nicht als Fehler hinterlegt. Das ist der Differenzdrucksensor. Eigentlich ein günstiges Bauteil. Rate ich eigentlich auch, geht bei vielen Autos kaputt. Also nicht nur bei dem Auto, bei vielen Autos Preis irgendwo um die 20 Euro. Das Ding einfach pauschal alle paar Jahre mitzuwechseln, weil das hat in meinem Falle jetzt falsche Werte geliefert, wurde aber auch nicht in Form von einer Motorkontrollleuchte oder so angezeigt. Und der Partikelfilter war eigentlich gar nicht voll, nur aufgrund, dass dieser Sensor falsche Werte gezeigt hat, hat er dem Auto halt gezeigt, Partikelfilter ist toll. So, Sensor getauscht, gefahren, Auto regeneriert wieder, die Werte vom Differenzdruck sind wieder normal, war in dem Falle bei mir hier der Differenzdrucksensor und Partikelfilter und der ganze Kram ist in Ordnung, war überhaupt gar nicht kaputt. So, dabei auch nochmal beiläufig zu erwähnen, das Auto wird vor mir wahrscheinlich ein Autobahnauto gewesen sein, verbaut ist, was ich jetzt so weiß, ich habe ja alle Unterlagen da liegen, erster Partikelfilter, erster Turbolader, also keine Probleme. Ne? So, das war es, glaube ich, auch schon fast zum Motor gewesen. Wir haben noch ein bisschen was, ich erzähle es noch mal ganz kurz, Unterschied, was ich noch so weiß, Unterschied 530 Diesel und 525. Wieso sollte man sich eventuell einen 525 kaufen? Ganz wichtig, gibt es zwei Punkte. Ich hebe mal kurz die Lampe auf, nicht, dass gleich einer hier drüber fliegt. Der 525 als Facelift hat keine Drahtklappen verbaut. Also die Klappen, die ich euch hier vorhin gezeigt habe, wo sind sie? Hat diese Drahtklappen nicht in der Ansaugbrücke verbaut. Das hat der 525 nicht verbaut und der 525 hat, soweit ich das weiß, einen anderen Krümmer, einen anderen Abgaskrümmer verbaut. Der sitzt auf der Seite in der Richtung hier unter dem Luftfilterkasten. Das heißt, der geht in der Regel beim 525 auch nicht kaputt. Ist bei dem 530 in der Regel so ein Thema. Die Abgaskrümmer reißen gerne, dann stinken die Autos vorne nach Abgasen. Ihr riecht das dann im Innenraum. Und spätestens, wenn das Problem ist bei euch, sollte man nachschauen, ja, wieso stinkt. Also kann sein, dass irgendwo das der Abgaskrümmer gerissen ist oder irgendwo am Turbolader, weil der Turbolader ist direkt am Abgaskrümmer angeschraubt. Kann sein, dass da irgendwo eine Undichtigkeit ist und was die auch gerne haben. Ja, das hört man dann immer, wenn das so pfeift. Das hatten wir mal bei einem E39. Ne? Kannst du dich daran erinnern, wo wir noch einen Turbolader reingemacht haben und im Endeffekt festgestellt haben, zwischen Zylinderkopf und Abgaskrümmer sitzt eine Metalldichtung. So, und wenn da irgendwo der Bolzen abreißt oder sich die Bolzen lösen und du Gas gibst und die Abgase dann da irgendwie rausströmen, fängt das so an, so komisch zu quietschen. Also das ist, wie gesagt, auch so ein Problem. Auch Bolzen vom Zylinderkopf können in dem mal abbrechen. Das Problem sollte, wie gesagt, meiner Meinung nach, das, was ich so rausgefunden habe, beim 525 nicht sein. Also das ist so ein Pluspunkt bei einem 525, deswegen war mein erster E61 auch ein 525, ganz einfach. Ne? Motorentechnisch noch wichtig, Kurbelwellengehäuse, Belüftung, sagt dem einen oder anderen wahrscheinlich was, es sitzt in dem Fahrzeug, ich kann euch das jetzt hier natürlich nur zeigen, wo der Kram ungefähr sitzt hier hinter, sollte man auch mal tauschen, wenn die Fahrzeuge viel gelaufen haben, kann man in Form von Videos auf YouTube nachschauen, wieso, weshalb, warum, weil sonst halt einfach dann irgendwann mal Öl wieder irgendwie hier in den Ansaugbereich geknallt wird, das kommt dann hier an, zeig mal kurz den Schlauch hier. Ne? Also hier kommt der ganze Kram dann an von der Belüftung und wenn die halt kaputt ist, da ist halt auch so Membran und so ein Kram mit drin, dann kann eventuell Öl mit hier wieder an die Stelle reinkommen und da versaut euch halt den ganzen Ansaugtrakt wieder. Deswegen sollte man diese Kurbelwellen, Gehäuse, Belüftung in Kurzform jetzt erklärt, auch regelmäßig tauschen bzw. tauschen. Bei mir war auch noch die erste wahrscheinlich drin, weil das macht halt keiner, das weiß halt einfach keiner. So, wir sind noch lange nicht fertig. Ich denke mal, ich habe jetzt schon ausreichend über den Motor erzählt. Der Johann steht schon da, der kann die Kamera schon gar nicht mehr halten. Oder sollen wir eine Pause machen? Nein? Gut, dann machen wir weiter. Habe ich irgendwas vergessen, Johann? Was Wichtiges, genau, hier, komm mal her. Servolenkung. Servolenkung sollte man bei hoher Laufleistung spülen. In der Regel hat man danach ein leichteres Lenken, wie das mit diesem X-Drive, diese X-Drive-Lenkung, ne, glaube ich, heißt das, funktioniert. Weiß ich nicht, kenne ich mich nicht mit aus. Ich würde auch kein Auto mit einer X-Drive-Lenkung kaufen, aus dem einfachen Grunde, weil der Kram anfällig ist und wenn an dieser Lenkung irgendwas drankommt, ist es halt einfach teuer. Deswegen normale Servolenkung funktioniert in einem Auto, kann jeder in der Regel fast schon selber reparieren und ist einfach gebaut. So, in diesem Behälter, das ist der Behälter für die Servolenkungsflüssigkeit oder Hydraulikflüssigkeit, sage ich mal, da befindet sich auch ein Filter drin. Kann ich euch auch mal zeigen. Komm mal mit. Der ist, wie gesagt, bei mir auch neu reingekommen.
Hier sind Dichtungen zum Beispiel für die Ansaugbrücke drauf. Die Leitung hier für das Glühsystem könnt ihr hier noch sehen, kostet 27,30. Ölabscheider, das ist die Kurbelwellengehäusebelüftung, kostet original 36, ist also gar nicht so teuer. Entlüftungseinheit, weiß ich gar nicht, was das war. Und hier steht da halt den Ölbehälter, das ist der Servolenkungsbehälter, der ist auch gar nicht so teuer, original BMW 2705 plus Steuer, also rund 30 Euro. Da ist wie gesagt auch ein Filter drin und das Öl, wie alle Öle in einem Auto, sollten irgendwann mal gewechselt werden. Altert das Öl natürlich auch, sieht dann irgendwie ja, normalerweise hellgrün aus. Nimmt dann so eine eklige Farbe irgendwann mal an und das macht sich in Form bemerkbar von schwierig lenken und eventuell sogar Servolenkungspumpengeräusche. Also wir haben schon etliche Pumpen hier, nicht Pumpen, Servolenkungen gespült an diversen Fahrzeugen, wo die Pumpengeräusche gemacht haben. Die Geräusche von den Pumpen werden dann in der Regel etwas leiser und das Lenken wird leichter. Also wie gesagt, wichtig, bei hoher Laufleistung mal reinschauen, wie das Öl aussieht, Öl spülen, wechseln, wie auch immer, und den Behälter sollte man mitmachen, weil da wie gesagt auch ein Filter drin ist, das wissen halt viele nicht. So, das war's glaube ich eigentlich zum Motor gewesen. Da würde ich sagen, machen wir direkt vom Motor weiter Getriebe, oder? Getriebe ist ein 6-Gang-Automatikgetriebe verbaut, ist das richtig? Du lachst hinter der Kamera immer, deswegen weiß ich nicht, ob ich hier irgendeinen Blödsinn erzähle. Thema Getriebeölwechsel. War bei mir wahrscheinlich noch nie gemacht. Das Auto hat auch, wo ich das Auto bekommen habe, für meine Verhältnisse oder für mein Befinden, da hat jeder auch ein anderes Befinden zu, schlecht geschalten. Was macht man dann in der Regel als erstes? Getriebeöl wechseln, spülen, wie auch immer. Wechseln in der Regel nicht. Wir sind keine Wechselfreunde, wir sind Spülfreunde. Also heißt, das Automatikgetriebe mit ausreichend Frischöl spülen. Haben viele Firmen heute Geräte, kann man heute fast an jeder Ecke machen lassen. Also gute Werkstätten haben heute Geräte, um Automatikgetriebe zu spülen. So. Meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach ist es bei dem Fahrzeug, gerade auch bei hoher Laufleistung, du kriegst die Fahrzeuge heute auch nicht mehr mit wenig gelaufen. Der Johann hatte Glück gehabt, der hat eine 535 leider abgegeben, mit 120.000 Kilometern glaube ich zum Schluss. Video bei uns, blende ich hier mal ein, bei uns auf dem Kanal, war ein super sauberes Auto. Aber so ein Auto kriegst du in der Regel draußen, wenn du heute mobile aufklappst, einfach nicht mehr zu kaufen mit einer geringen Laufleistung. Von daher ist ein Getriebeöl natürlich auch wichtig. Außer, sage ich mal, ihr kauft euch jetzt so ein Auto und ihr habt irgendwie in Form einer Rechnung irgendwie dabei, dass das vor 10.000, 20.000 Kilometern gemacht wurde. Und da gibt es eigentlich auch noch so einen Haken, so einen Punkt, weil irgendwas in dem Getriebe drin ist. Das zeige ich euch jetzt, was eigentlich wichtig ist, was mitgemacht werden sollte. Das haben wir hier in so eine Spezialtüte eingepackt. Das ist die Geheimtüte. Ich hoffe, dass das auch da drin ist. Ja, das ist da drin. Das ist da drin. Wer weiß es denn schon? Wer kommt denn auf die Idee oder wer weiß, was man bei Getriebeölwechsel außer dem Filter und die Magnete, alles was da so drin ist, mitwechseln sollte? Das Öl. Das Öl. Ja, das Öl sowieso. Sobald man ja da was aufschraubt, oh, ich bin schon komplett ölig, Katastrophe. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich zeige euch einfach jetzt, was man. Also man sollte die Mechatronik mit rausnehmen, wenn man das unten, die Getriebeölwanne runter hat. Mechatronik raus und darüber sind 4 Dichtungen, die relativ wichtig sind, die man mit neu machen sollte. Das ist einmal diese Brillendichtung. Also das ist quasi Verbindung von der Mechatronik zu dem Rest vom Getriebe. Da läuft halt auch Öl durch und diese werden halt mit der Zeit hart wie Stein und halten den Druck dann irgendwo nicht mehr und geht irgendwo an diesen Dichtungen dann mehr oder weniger, um das einfach zu erklären, hier der Druck verloren. Dann haben wir noch mit, was man mitmachen sollte. Hat Mercedes sehr oft Probleme. Wie gesagt, das kann man alles in so Sets kaufen. Ist der Stecker vom Getriebe, ne? Hast du hier halt so Dichtung drauf, 2 Stück, die gehen dann halt bei hoher Laufleistung. Das wird halt alles irgendwann hart, das Gummi wird undicht, sollte man mit wechseln. Und jetzt noch so 3 kleine Dichthülsen, die sitzen quasi auch, ne 4 sind es sogar. 4 Dichthülsen, die sitzen auch zwischen Mechatronik und dem Rest vom Getriebe. 2 lange und 2 kurze, ne? 2 lange und 2 kurze, der Johann sagt's, genau richtig. Komm mal her, zeigen wir mal. Nee, guck mal, die haben unterschiedliche Größen hier. Die sind gleich groß. Jo. Haben wir 3 verschiedene Größen, also das sind diese Dichthülsen und die haben halt genauso halt das Problem, die werden hart
Und da die quasi zwischen Mechatronik und dem Rest vom Getriebe sitzen, dadurch, dass die Hardware ziehen die sich eventuell auch zusammen und an der Stelle geht dann halt auch Druck flöten und Getriebe schaltet schlecht. Von daher, wenn ihr eine Getriebeölspülung, Wechsel, wie auch immer machen lasst, informiert euch, ob die Werkstatt euch diese Brillendichtung auf jeden Fall mit ersetzen kann und diese Dichthülsen, die Mechatronik rausbauen kann, kostet ein paar Euro mehr, aber wenn das einmal abhabt und das Öl draußen ist das auf jeden Fall sinnvoll. Kostenpunkt für diese Dichtungen, ich schau mal eben, 13 Euro, Dichthülse zweimal, 6 Euro, ja grob über den Daumen irgendwie mit Adapter irgendwie 30, 35 Euro irgendwie. Und ich denke mal, wenn ihr ein Getriebeölwechsel für 5, 6, 7, 800 Euro, je nachdem, oder Spülung machen lasst, ist es sinnvoll, diese Dichtung für 30 Euro halt einfach mit tauschen zu lassen im Getriebe. Weiß halt keiner, macht halt keine Werkstatt. So unsere Erfahrung. So, das war es, glaube ich, gewesen. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, motorentechnisch ist das so für mich mit so in meinem Leben so der geilste Motor, den ich gefahren bin. 6-Zylinder Diesel. Ist noch nie was Schlimmes kaputt gegangen. Das ist mehr oder weniger alles nur Verschleiß so ringsrum, was um den Motor rum kaputt geht. Motor selber habe weder ich noch der Johann in diversen Fahrzeugen, die wir schon in unserem Leben gefahren haben. Wir haben auch diverse E39 vor diesen Modellen gefahren. Wie gesagt, ich fahre jetzt das Nachmodell. Also wir sind schon immer 6-Zylinder Diesel gefahren, motorentechnisch selber noch nie irgendwie in Injektor, Krimskram oder Turbolader kaputt gehabt oder sonst irgendwas. Wichtig ist da halt Auto immer vernünftig warm fahren und kalt fahren, wenn er von der Autobahn kommt. Und unsere ganz klare Empfehlung, was wir bei allen unseren Autos machen, ist natürlich kein Biodieselmüll an der Tankstelle zu tanken, also sprich den normalen Diesel, sondern immer, leider ist es teurer, Aral Ultimate oder ich weiß gar nicht, wie heißt das von Shell, Shell V-Power Diesel, ne, tanken. Fahrzeuge laufen auch unserer Erfahrung nach besser. Ne, ist halt einfach so. Lauf ruhiger. Du merkst das, wenn du die Trommel dann zwischendurch mal mit normalen Diesel tankst, wie scheiße die Motoren mit normalen Diesel laufen können und wo der Unterschied zwischen normalen Diesel ist und Hochleistungsdiesel wollte ich schon sagen, Premium-Kraftstoff, ne? Also sprich Aral Ultimate, Shell V-Power, gibt es auch diverse Videos, wieso man das tanken sollte und das nicht tanken sollte, gibt es diverse Videos, tue ich jetzt hier nicht weiter positiver Vorteil noch ganz klar ist, wenn du Aral Ultimate oder Shell V-Power tankst, Auto verbraucht ein bisschen weniger Diesel. Also das fängt die Kosten für den Mehraufwand eigentlich so ein bisschen auf. So, das war es jetzt wirklich Motor gewesen. Wie viele Minuten haben wir schon drauf für Motor jetzt? 35. War toll. Das wird, glaube ich, ein 3-Stunden-Video, weil wir haben noch ein bisschen was. Womit machen wir weiter? Panoramadach. Meines Kenntnisstands, glaube ich, sage ich das richtig, Johann, alle Fahrzeuge, die ausgeliefert wurden mit M-Paket, haben auch ein Panoramadach. Ja. Ja, ist das so? Mein 525 hatte kein M-Paket, hatte kein Panoramadach. Also Panoramadach. Also haben die oft drin. Ja. Ob das immer so ist, weiß ich nicht. Der hat auf jeden Fall Panoramadach. Panoramadächer bei den Fahrzeugen sind in der Regel beim Vor-Facelift ganz schlimm anfällig gewesen, sind doch oft kaputt gegangen und waren oft undicht gewesen. In dem Facelift eigentlich nicht mehr so anfällig. Wichtig ist, was man beachtet, das Fahrzeug hat 4 Wasserabläufe, quasi an jeder Ecke, vorne und hinten. Genau. Ich mache mal kurz die Tür auf. Waren die Abläufe dafür in der Tür gewesen? In der Tür. Ich hole mal die Lampe. Moment. Da hinten ist auf jeden Fall der Ablauf. Ich weiß nicht, was ihr auf der Kamera jetzt sehen könnt. Auf jeden Fall habt ihr in der Tür links und rechts einen Ablauf. Und hinten im Bereich der Radtauschschale, glaube ich, hier oder hier, sollte auf jeden Fall Wasser rauslaufen. Wenn kein Wasser rausläuft, habt ihr in der Regel das Problem, dass das Wasser irgendwo im Auto dann hängen bleibt und im Auto steht. Das sollte natürlich nicht sein. Deswegen sollte man, finde ich, einmal im Jahr schön heißes Wasser, Spüli ablaufen lassen, damit das automatisch auch so ein bisschen mit gereinigt und checken, ob die Abläufe funktionieren. Weil sonst habt ihr, wie gesagt, das Problem, dass ihr entweder vorne Wasser im Auto habt oder hinten Reserveradmulde. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Wieso Reserveradmulde? Da gibt es auch so ein Problem, was euch dann in der Regel direkt flöten geht. Sind die Steuergeräte hinten, machen wir gleich. Und natürlich die ganzen Schieneneimer irgendwie ein bisschen auswischen, sauber machen und vernünftig alles neu fetten. Das so zur Pflege Panoramadach. Ne? Wird in den Werkstätten im Rahmen einer Inspektion nie mitgemacht. Also ich habe noch nie gesehen, dass eine Werkstatt, wie sagt man das, einen Panoramadach-Service macht? Oder wie sagt man das? Hä? Ich habe bei VW jetzt gesehen, VW bietet sogar so Sets an. Da hast du direkt so ein Teil mit dabei für die Schienen, da kannst du einmal langziehen, kannst du die kompletten Schienen fetten. Bei BMW gibt es das nicht. Also ich habe nichts in den Rechnungen gesehen, irgendwas über das Panoramadach. Es funktioniert bei dem Fahrzeug auch tadellos. Abläufe sind alle frei, von daher alles
Picobello, ne? So, Kofferraum, Wasser, was kann da eventuell passieren? Gehen wir jetzt mal drauf ein. Fahrzeug hat eine elektrische Heckklappe. Elektrische Heckklappe, kann ich euch sagen, wollte ich eigentlich nie haben. Habe ich jetzt in dem Fahrzeug und habe ich in dem Fahrzeug draußen leider auch, ne? Weil ich bin ein... Nicht. Du nicht, ja, du hast im Moment Glück. Also ich mag es nicht, weil halt einfach, es geht oft kaputt, es ist anfällig und es ist teuer. Dämpfer hier wurde mit der Einheit, glaube ich, unten ersetzt. Gibt es eine Rechnung dabei von BMW, kann ich euch sagen, kostet 1400 Euro. Ne? Also damit die Heckklappe wieder funktioniert, 1400 Euro bezahlen, stramm. Bei dem Fahrzeug habe ich allerdings auch schon mal gesehen, wenn ihr diese 1400 Euro nicht in die Hand nehmen wollt und das neu machen wollt, gibt es, glaube ich, die Möglichkeit, auf manuelle Heckklappendämpfer umzurüsten. So, Wasser. Wasser kann laufen, glaube ich. Läuft das durchs Schiebedach auch hinten in die Reserveradmulde? Ja, wenn da irgendwo, ich weiß auch nicht genau, irgendwo hier in den Bereichen dann in die Schläuche... Weil das läuft so, die Abläufe runter, die laufen... Ja, meine ich ja. Also es läuft durch defekte Schiebedachabläufe, läuft das Wasser. Ich mache mal kurz auf. Einen Moment hier, aufpassen. Bis in die Reserveradmulde. Ganz einfach. Ne? Also genau ausleuchten, sage ich schon. Ausweiten werde ich das jetzt nicht. Ich erkläre es halt einfach kurz, was wir dann halt immer machen. Was relativ schlau ist. So, der ganze Kram, etliche Steuergeräte sitzen in der Regel ganz unten. Das ist jetzt noch nicht mal ganz unten, weil wir es umgebaut haben. Unten in der Reserveradmulde. Also ihr werdet auch lesen, wenn ihr im Internet lest, Probleme Wasser, BMW, gerade E61, Limousine hat es natürlich nicht E60, dass ohne Ende Leute dabei sind, die Steuergeräte unter Wasser hatten und ja, halt Probleme mit Wasser in der Reserveradmulde. Was haben wir gemacht? So, dieses Teil hier, um das mal ganz kurz zu erklären, hätten wir eigentlich auch mal ein Video zu machen sollen, weil das relativ schlau ist. Also das ganze Gedöns hier sitzt normalerweise unter diesem Filz, also noch eine Etage tiefer. So, wir haben den ganzen Kram, der ganz unten sitzt, einfach jetzt mehr oder weniger rausgebaut, haben das eine Etage tiefer gebaut und haben das mehr oder weniger hier oben reingebaut, so dass du quasi diese Höhe jetzt unten in der Reserveradmulde frei hast. Wenn du Pech hast, das Wasser reinläuft, läuft das nicht direkt auf die Steuergeräte und die Steuergeräte sitzen halt nicht unter Wasser, weil die Reserveradmulde unten drunter jetzt halt einfach frei ist und da hier eine Etage tiefer, höher ist. Ne? Hast du ein bisschen weniger Platz, um irgendeinen Kram hier reinzuschmeißen, musst die Kabel hier hinten ein bisschen umbauen. Kannst du das einmal zeigen, Johann? Also dazu muss man eventuell hier nochmal so ein bisschen ausschneiden. Man sieht das hier, der Teppich ist hier so ein bisschen ausgeschnitten, weil das sonst mit den Kabeln so ein bisschen kriminell ist. Das ist das, was wir immer bei diesen Fahrzeugen ja, mehr oder weniger machen, bei unseren eigenen Fahrzeugen. Kannst loslassen, Johann. Wenn das zerlegt, werdet ihr sehen, was ich meine. Ne? Weil, wie gesagt, die Steuergeräte sitzen ganz unten und wenn die voll laufen, kostet das richtig Kohle. So, was ist noch neu an dem Auto? Was ist noch neu an dem Auto hinten drin, Johann? Sag mal. Batterie, haben wir doch ein Video zu gemacht. Ne, blende ich hier mal beiläufig ein. Also Batterie ist auch jetzt 2-3 Monate alt, habe ich auch ein bisschen Theater mit gehabt. Batterie, für die Leute, die es nicht wissen, sitzt unter dem Teil hier. Ihr seht hier schon die dicken Kabel. Batterie, Kostenpunkt, wenn er es selber macht, nach Anleitung unseres Videos, so irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was die gekostet hat im Internet, 120, 130 Euro. Ne? Bei BMW seid ihr so 400, 500 Euro los. Also Batterie ist irgendwann auch mal fällig, auch nicht gerade günstig, wenn man das in der Werkstatt machen lässt. Guck mal, wie schön meine Heckklappe geht. So, dann haben wir im Bereich der Heckklappe noch 2 Probleme. Wir haben übrigens auch eine geteilte Heckklappe hier. Ne? So, die nächsten 2 Probleme sind, also einen optischen Mangel zeige ich euch jetzt an dem Auto. Für die Leute, die Interesse haben, zeigt das bitte mal, Johann. Ich zeige euch das auch mit der Lampe, weil es soll ja fair bleiben. Haben wir hier links und rechts an der Heckklappe haben wir 2 kleine Roststellen. Haben wir hier. Und haben wir hier an der Seite, sieht nicht so schön aus, habe ich mit einem Lackstift zugepinselt, mehr oder weniger. Ja, was soll ich, der Johann lacht, was soll ich da erzählen? Ne? Ist zugepinselt, 3 Stellen, 3 kleine Stellen habe ich unten drunter schön sauber gemacht, Rostumwandler drauf, mit einem Lackstift ausgepinselt, fertig, ist eine optische Schwachstelle an dem Auto. Und Heckklappen, glaube ich, grundsätzlich bei den Fahrzeugen rosten schon mal ganz gerne. Problem ist halt, dass sich unter diesem Gummi hier, ja, wenn du Auto waschen fährst oder es halt nass ist draußen, Wasser steht und ich denke mal, hier wird das Problem sein, dass diese Plastikverkleidung irgendwann mal hier den Lack aufrubbelt und es halt einfach da anfängt zu rubbeln. Ist halt eine technische Schwachstelle, wobei man sagen muss, die rosten nicht alle. Es gibt auch sehr viele Fahrzeuge, die halt an der Stelle gar nicht rosten. So, nächster Punkt sind Kabelbäume. Hinten, ich glaube hier ist der Hauptteil, gibt es auch diverse Videos im Internet, funktioniert bei mir alles, das wird anfangen, ihr werdet das bemerkbar machen, also wenn ihr euch ein Fahrzeug
Fahren schaut. Checkt, ob alles funktioniert. Also ob die Funktion hier funktioniert, ob euer Radio funktioniert, weil da ist Antennenkram, glaube ich, auch mit drin. Ob die dritte Bremsleuchte funktioniert und ob was in der Heckklappe mit drin ist, die Kennzeichenleuchten funktionieren und diese beiden Leuchten, die alle funktionieren. Wenn die nicht funktionieren, könnt ihr schon fast sicher sein, dass der Kabelbaum an der Stelle gebrochen ist. Gibt es Reparatursätze, so heißt das. Aber ist sehr aufwendig, hier den Kabelbaum instand zu setzen, bricht in der Regel an dieser Stelle hier. So, das so viel zum Thema Heckklappe, Kofferraum etc. So, ich glaube, wir sind fast durch, Johann, oder? Ha? Reifen ist noch so ein Ding, ne? Da sind Runflat-Reifen drauf, die sind halt immer teuer. Positiv an dem Fahrzeug die sind hinten noch Taco und vorne habe ich aufgrund eines Plattens neu drauf gemacht. Die sind vielleicht 2.000, 3.000 Kilometer drauf. Also Kostenfaktor, ich glaube für 4 Reifen habe ich eine BMW-Rechnung mit dabei. Halte ich fest, Jürgen, was kosten 4 Runflat-Reifen bei BMW inklusive Montage für so ein Auto? 800 Euro, 900 Euro. Knapp ein Tausender. Ja. Da sind 1.000 Euro drauf für 4 Reifen. Auch mit so einem Punkt, was man sich immer im Kopf behalten sollte, wenn man so ein Auto kauft. Also das ist jetzt hier nicht sowas hier. Wir zeigen mal das beste Beispiel hier. Irgendwie 14 Zoll, 4x Allwetterreifen da drauf zimmern, kostet irgendwie 160 plus Montage, bist du bei 200, vielleicht gute Reifen 250. Hier einmal stinknormale Sommerreifen, 4x 1.000 Euro. Also die Sachen für die Fahrzeuge sind in der Regel teuer. Und ich sag mal, ich so grob über den Daumen gepeilt, habe jetzt alle Sachen, die da liegen. Alles, was ich gekauft habe, die Riemenscheibe, die Dichtungen, Getriebeölwechsel, der ganze Kram sind grob über den Daumen, was ich jetzt hier in das Auto reingeschoben habe, irgendwo so mit Reifen 2.000 bis 3.000 Euro. Ne? Bin 10.000 Kilometer gefahren, dann sagt der eine oder andere, du bist doch behindert, wie kannst du für 10.000 Kilometer Auto fahren, 3.000 Euro in das Auto reinbuttern. Das teuerste, was da liegt, haben wir noch gar nicht gezeigt, in einem großen Karton. Ist aber so. Ne? Also was ich sagen will, wenn ihr euch so ein Auto kauft mit einer etwas höheren Laufleistung, wie gesagt, die Fahrzeuge gibt es nicht mehr mit einer geringen Laufleistung und da hat jetzt keiner, so wie ich, irgendwie mal eine Generalüberholung gemacht, steckt ihr richtig Geld in das Auto rein. Ne? Und ich sag mal, ich weiß auch nicht, frage ich den Johann auch immer, wie machen das Autohändler, die so ein Auto mit 1 Jahr Garantie verkaufen? Das kann man gar nicht gewährleisten. Weil in den 1 Jahr bei der Laufleistung immer irgendwas kaputt gehen wird. Dass irgendeine Lampe angehen wird oder dass irgendwas kaputt geht, was gemacht werden muss. Ich weiß gar nicht, wie man so ein Auto gewährleisten kann. Also wir machen das definitiv nicht. Wir fahren selber privat solche Autos, weil wir es halt selber reparieren können. Aber gewährleisten so ein Auto 1 Jahr lang geht nicht. Geht nicht, funktioniert nicht. So, jetzt kommen wir zur Johann. Zur Achse. Achse, Vorderachse, du sagst es. Ich ziehe mir meine Handschuhe wieder an. Vorderachse ist auch immer so ein Thema, da kann ich so aus Erfahrung sagen, da ich ja jetzt schon 2 von den Dingern hatte und der Johann eine hatte mit wenig gelaufen, wo noch gar nichts gemacht war. Denn Johann sein Auto hatte 120 gelaufen, war Vorderachse Taco. Das Ding ist gefahren wie ein Neuwagen, richtig geil. Und wenn du so eine Trommel hast mit 200.000 Kilometer oder mehr gelaufen, so wie ich, dann ist die Vorderachse durch und dann muss die komplett neu. So. Und was da neu gemacht werden muss und was das kostet, sage ich euch jetzt. So, den ganzen Müll und Schrott können wir hier mal an der Seite packen. So, das ist der große Karton. Der Johann darf mal mit reinfilmen hier. So, bei mir waren defekt gewesen nach 222.000, 23.000 Kilometern. Ich hole das gleich raus. Wir zeigen das einzeln ein bisschen. Ne? Stoßdämpfer, die haben halt einfach keinen Druck mehr. Die sind ausgenudelt gewesen. Ihr seht das. Bei mir sind fertig gewesen 2-mal Stoßdämpfer. Nicht ganz günstig. So sehen die Dinger aus. Also richtige Ballermänner hier. Die sind neu gekommen. Kann man hier auch sehen, dass das noch die ersten waren. Sind original BMW-Dämpfer drin gewesen. Ne? Habe ich jetzt ausgetauscht gegen Sachs. Link unten in die Videobeschreibung. Und komplette Vorderachse gibt es in der Regel immer so geile Sets von Meile. Meile HD, das sind diese verstärkten Geschichten davon. Also hier ist eine komplette Vorderachse Meile HD drin und Stoßdämpfer komplett mit Schutzhüllen und neuen Domlagern von Sachs. So sieht halt so eine Schutzhülle aus mit dem Federwegbegrenzer. Die geht in der Regel eigentlich nicht kaputt. Nichts Wildes macht man aber halt neu, wenn man Stoßdämpfer neu macht. So, die sieht ja schon etwas wilder aus. Guck mal, wie die aussieht. Die ist schon richtig durchgenudelt hier. Ne? So, da sitzt halt auf den Dämpfer hier mehr oder weniger drauf. Wieso sind die Dinger wichtig? Ja, die schützen halt die Kolbenstange vor Dreck. Und wenn das halt kaputt ist an der Stelle, kommt da in der Regel Feuchtigkeit rein, Dreck rein. Ja, und wenn die kaputt ist, ne? Was passiert, Johann? Ja. Stoßdämpfer geht kaputt. Im Zuge dessen
Stoßdämpfer oder der Stoßdämpfer wurden natürlich die Domlager mit ersetzt. Ich nehme mal eine Lampe dazu. Kannst du hier schon schön sehen, wie verharzt das Fett ist. Kriegst du das drauf? So, glaube ich, besser, ne? Und von der anderen Seite einmal zu zeigen, Moment, also das Fett hier ist kein Fett mehr, das ist mehr oder weniger schon ja, klumpig, hart. Und dementsprechend, ne, ihr seht das ja, habe ja gerade gesehen, da sind Kugeln drin, macht das halt irgendwann Geräusche beim Lenken. Ne? Das ist eher hier eine Kleinigkeit, also wie gesagt, das macht man im Zuge von Stoßdämpfern, weil man es halt einmal auseinander hat und die Sachen halt dann auch im Großen und Ganzen nicht so teuer ist. So, jetzt kommen wir noch zu den Querlenkergeschichten. Also wie gesagt, 2 Stoßdämpfer sind neu gekommen mit Domlagern und den Dingern. Ich habe den Namen jetzt vergessen, verdammte Scheiße. Schutzhüllen. So, Vorderachse. Vorderachse bei diesem Fahrzeug besteht aus 2 großen Querlenkern und 2 Stabistreben. Dazu gehen wir einmal ein bisschen vors Auto hier, wenn wir ein bisschen Licht haben, Johann. Komm mal her. Guck mal, vielleicht du von der Seite. So sieht eine Originalachse aus bei BMW. Kommen wir vielleicht ran hier, da kann man mal zeigen, dass hier ein BMW-Zeichen drauf ist. Und in der Regel schlagen diese großen Gummilager bei dem großen Lenker und diese Lager bei dem kleinen Lenker aus. Kann man, glaube ich, auch hier schon relativ gut sehen. Der fängt auch an, hier sich schon aufzulösen. Ich kann mal einen Schraubenzieher dazu holen. Moment. Man in der Regel erst richtig im eingebauten Zustand, wenn die unter Last stehen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier zeigen kann. Hier an der Stelle. Ne, kann man zum Beispiel sehen, dass die halt wirklich durch sind. Also wie gesagt, erste Achse drin, also die ersten Lenker drin. Original BMW 223, 222 an meiner Stelle mehr oder weniger jetzt gelaufen. Die Stabistreben waren auch mit dabei, die Masse auch mit neu, die kosten halt kein Geld. Komplettes Vorderachsenset von Meile in HD, 600 €. Ne, das ist stramm, ist wirklich stramm. Und 2 Stoßdämpfer dabei mit dem ganzen Kram, was da liegt. Ich glaube, bist du bei einer Vorderachse ohne Einbau, nur Teile. Wenn du vernünftige Teile kaufst, noch nicht mal BMW Originalteile, bist du bei 1000 €, um eine Vorderachse einigermaßen zu überholen. Was im Vorfeld schon mal neu gekommen ist, weil einige werden jetzt meckern und sagen, hey, ist ja gar nicht die ganze Vorderachse, sind die Spurstangen und die Spurstangenköpfe. Sind bei BMW irgendwann davor mal neu gekommen. Die waren an meiner oder an meinem Auto jetzt hier in Ordnung gewesen. Deswegen habe ich die nicht mit neu gemacht. Wenn die auch 200.000 Kilometer wie bei euch eventuell jetzt oder 300 oder 400.000 Kilometer, schreibt das bitte auch mal in die Kommentare, was euer BMW aktuell gelaufen hat und was ihr von den Sachen, die wir jetzt aktuell hier schon so gezeigt haben, machen musstet oder ob ihr diese Menge an eurem Fahrzeug kennt. Wenn das Auto bei euch viel gelaufen haben sollte und die Spurstangen oder Spurstangenköpfe oben noch nicht mit irgendwie mal neu gekommen sind oder ihr euch nicht sicher seid, macht die mit neu, weil das macht den Braten auch nicht mehr fett. Ich denke mal, pro Seite bist du da vielleicht bei einem Huni. Und wenn der ganze Kram neu verbaut ist, ganz wichtig, Fahrzeug vermessen lassen, ne? Sonst fahren euch eventuell die Reifen schief ab, ne? Und nicht anfangen, komm, wir machen mal das, komm, wir machen mal das, komm, wir machen heute mal einen Stoßdämpfer, weil ich habe das in der Regel jetzt so gelernt, du machst das einmal komplett. Wenn das alles ausgenudelt ist und scheiße fährt, weil dann brauchst du noch einmal eine Achsvermessung machen, weil normalerweise, wenn du achstechnisch irgendwo was hier zerlegst oder einen Stoßdämpfer reinmachst, muss eine Achsvermessung gemacht werden. Wie gesagt, Link zu den ganzen Sets, Teilen unten in der Videobeschreibung, gerne mal reinschauen und ja, Spaß haben beim Kaufen oder beim Basteln, wie auch immer. Schade für das Auto, hatte ich am Anfang des Videos ja auch schon erwähnt. Ich gebe das Auto jetzt ab, wo es durchrepariert ist. Der Johann kann schon nicht mehr hocken, alter Mann. Hatten wir gestern schon drüber gesprochen. Aber der Johann hat mich halt so ein bisschen gezwungen, weil er das Auto halt abgegeben hat und das Auto halt erst 89.000 Kilometer gelaufen hat. Und da bist du bei dem nächsten Punkt. Du kriegst so ein Auto nicht mehr mit wenig Kilometer gelaufen und du kriegst das Modell F11, kannst du einmal kurz umschwenken, auch schon nicht mehr mit wenig Kilometern gelaufen. Und das ist eigentlich das gleiche, nur ein Modell neuer. Ist ein F11, 530 Diesel, Carbon, schwarz Metallic, Innenausstattung schwarz, Sportpaket wie das Auto quasi auch. Nur das Auto hat jetzt hier ja 150.000 Kilometer weniger gelaufen. Kann der eine glauben oder nicht glauben, Auto hat gelaufen, 89? Ich weiß es gar nicht, ich fahre schon eine Woche damit rum, ich weiß gar nicht genau, was es gelaufen hat. Fährt mit 89.000 gelaufen, kann ich euch sagen, wirklich geil und ist nochmal eine Steigerung zu so einem Auto, ohne das Auto jetzt schlecht zu reden. Und selbst der Johann ist die Tage nochmal eine Runde mit dem Auto gefahren und hat gesagt, jetzt wo alles durchrepariert ist, fährt das Auto
eigentlich echt geil und ist schade, dass wir es abgeben. Deswegen suchen wir an der Stelle jetzt hier, Telefonnummer blende ich jetzt beiläufig nochmal ein, irgendjemanden, der Bock hat auf dieses Auto. Preis bin ich mir noch nicht sicher, müsst ihr anrufen oder Link packe ich unten mit in die Videobeschreibung, muss ich nochmal schauen, was so Autos aktuell kosten. Ich weiß es gar nicht, habe mich noch gar nicht informiert. Und jetzt gibt es noch ein paar Fakten zu dem Auto. So, als ich das Auto bekommen habe, war es nachlackierungs- und unfallfrei. Es ist immer noch unfallfrei, aber nicht mehr nachlackierungsfrei. Aus dem einfachen Grunde, weil ich einen Sturmschaden hatte, kann ich auch zeigen, habe ich kein Problem mit. War in dem Bereich hier eine Delle, die nicht zu drücken war, genau auf der Kante. Deswegen wurde der Kotflügel lackiert. Die Stoßstange direkt mit lackiert, weil die halt voll war mit Steinschlägen. Nach 220.000 Kilometern sieht sowas natürlich nicht mehr schön aus. Die Stoßstange hinten habe ich lackieren lassen, weil da so ein paar Macken vom Parken bei mir auf der Straße dran waren. Und der Rest der Dellen wurde eigentlich rausgedrückt, sodass man nichts mehr sieht. Und 2 Dellen sind geblieben, die sind aber nicht vom Sturmschaden. Haben wir hier wahrscheinlich so einen Parkschaden von der Tür. Kannst du einmal zeigen? Und wir haben das gleiche nochmal vorne am Kotflügel. Ist auch mal irgendwas draufgefallen oder wie auch immer. Kriegst du es drauf? Ja, sieht man. Das ist eine kleine Delle mit einem kleinen Kratzer. Der Rest ist eigentlich ja, nachlackierungsfrei. Motorhaube wurde im Vorfeld schon mal nachlackiert. Ein Steinschlag will ich nicht verschweigen, ist aber gut versteckt. Aufpassen, wo der versteckt ist. Genau hinter der grünen Plakette, also stört keine Sau. Fahre ich seit 1,5 Jahren mit durch die Gegend. Und die Leute, die jetzt sagen, der Steinschlag reißt irgendwann mal, bei mir ist er seit 1,5 Jahren nicht gerissen. Von daher, die Leute, die meckern wollen, sollen gerne meckern, sollen sich irgendwo ein anderes Auto kaufen. So, im Großen und Ganzen, aber Allgemeinzustand, 235.000 Kilometer jetzt gelaufen. Baujahr ist geil bei dem Auto, aufgepasst. Baujahr 2010 gibt es ganz selten. Ne? Und Ausstattung haben wir, klar, Einparkhilfe vorne, hinten. Wir haben Big Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht oder mit dynamischem Kurvenlicht, wie der Kram heißt. Wir haben hier oben Regenlichtsensor drin. Wir haben Fernlichtassistenten mit hier drin. Wir haben automatisch abblendbaren Innenspiegel und wir haben automatisch abblendbare, die schweineteuer sind. Die Kenner von euch werden es wissen. Außenspiegel, die Spiegelgläser sind schweineteuer. Der Johann filmt mal rein und ich laber ein bisschen weiter. Elektrische Fensterheber sollte klar sein. Wir haben elektrisch verstellbare Lenksäule, Tempomat mit am Start. Wir haben die Business-Sitze, heißen die? Business-Sitze, also mit Voll-Elektrokram hier drin. Und das ist auch so der Punkt, film mal bitte kurz auf mich, weswegen ich mir das Auto auch gekauft habe. Ich hätte mir das Auto nicht gekauft mit diesen M-Sportsitzen oder mit den Sportsitzen, wie die heißen. Ich fahre BMW, das ist so meine Einstellung. Ich glaube, den Johann seine auch. Also die Dinger fahren sich unserer Meinung nach nur richtig gut, wenn du Komfort da drin haben willst. Wenn die diese Business-Sitze drin haben, wenn wir euch gleich noch mal das Auto draußen zeigen, können wir gleich mal draußen noch mal zeigen. Der hat auch die Business-Sitze drin. Also ich persönlich würde so ein Auto nicht mit diesen M-Sitzen, Sportsitzen fahren. Das ist meiner Meinung nach völlig unbequem und für mich auch so überhaupt im Mittelklassebereich, Oberklassebereich kann man ja noch nicht sagen, im Mittelklassebereich, ich glaube aber auch im 7er sind die Sitze auch verbaut, ne? Ähnlich. Ist das somit der geilste Sitz für Langstrecke oder von der Bequemlichkeit her zum Einstellen, wie auch immer. Ich bin da leider empfindlich. Ist halt so. So, zeig mal Lenkrad. Lenkrad hat 235 gelaufen, ist ein bisschen abgegrabbelt. Hier an der Stelle haben wir so eine kleine Stelle, wo die Farbe so ein bisschen abgeht. Ich mache mal kurz die Zündung an. Der Johann kann mal von der anderen Seite kommen. Wir haben das große Navigationssystem drin. Wir haben das große Navi drin, sollte man sehen können. Das, glaube ich, das heißt Navi Professional, richtig? ICC oder so, oder wie heißt Weiß ich nicht. Die Kenner von euch wissen genau, wie das heißt. Ich kenne den Fachbegriff nicht dafür. Automatisch abblendbaren Innenspiegel haben wir euch gezeigt. Das ist die Bedienung für das Navi. Hier dran kann man auch sehen, am Facelift-Modell, die haben diesen Schaltknopf drin. Das Vor-Facelift hat so einen hässlichen Schaltknopf drin. Dann haben wir in Form von M-Paket natürlich schwarzen Dachhimmel, ne, komplett. Panoramaschiebedach haben wir gerade schon gezeigt, sind wir drauf eingegangen. Was kann ich euch noch erzählen, was das Fahrzeug an Sonderausstattung hat? So, film noch mal kurz auf mich. Telefonkrimskrams irgendwie hier drin oder Vorrüstung. Auf jeden Fall hat das Ding Bluetooth, also du kannst dich mit deinem Telefon verbinden, telefonieren. Wir haben eine AUX-Funktion, wir haben USB-Funktion und ich habe für die Kenner unter euch oder für die Spezialisten, die noch CDs hören, es ist auch ein CD-Wechsler mit an Bord. Ich glaube 6- oder 12-fach, ich weiß es gar nicht, im Handschuhfach. Also man kann CDs da reinknallen und noch CDs hören für die, die es machen wollen. So, hinten Sitzheizung brauchen wir nicht zeigen, ihr solltet uns glauben, also hinten hat nie einer wirklich gesessen, außer meine Tochter jetzt die 1,5 Jahre. Wir haben eine Mittelarmlehne in der Mitte, die man sehen kann und wir haben hinten
auch Sitzheizung, was relativ selten ist. So, dann zeigen wir noch einmal die, wie heißt diese Funktion? Dass die Türen sich so ransinken. Soft Close. Sag das doch, Johann. Zeig das mal bei dir auf der Seite. Ich komme mal rum. Genau, Tür wird nur angelehnt, zieht sich alleine ran, ist Soft Close. Und was ich gerade auch nicht gesagt habe, das Fahrzeug. Komm doch mal rum mit, bitte. Scheiben hinten abgedunkelt ab Werk, also die sind nicht getönt, die sind ab Werk so schwarz und ich habe hier ein Head-Up-Display drin. Ne? Also ich sag mal für so ein BMW E61 aus 10, mittlerweile 13 Jahre alt, schon damals relativ gut ausgestattet gewesen. Vollausstattung muss man immer aufpassen bei solchen Aussagen. Ich weiß, wie das ist im Internet, wenn wir mal dabei schreiben, auch bei irgendeinem anderen Auto hat Vollausstattung, dann kommt irgendein Vollhorst irgendwo um die Ecke und sagt, ah, da fehlt aber was weiß ich was. Hier fehlt mit Sicherheit auch irgendwas. Also werde ich das Fahrzeug nicht mit Vollausstattung inserieren, sondern mit einer guten Ausstattung. Ich glaube, du kommst noch mal rum, dass wir das Auto noch mal sehen können. Und dann gibt es jetzt den Abschluss. Ich denke, ich habe das... Ach, genau. Wichtig, wichtig, wichtig. Was ich noch erwähnen will, was dazu beigetragen hat, dass das Fahrzeug jetzt die letzten Wochen wirklich sehr gut gelaufen ist. Ich habe die AGR-Rate vom Abgasrückführventil erhöht. Die kann man mit unserem Launch-Tester, den ihr auch schon in dem einen oder anderen Video gesehen habt, kodieren, anpassen. Ne? Also sprich mehr Frischluft zum Verbrennen und weniger Abgase. Das hat jetzt wirklich nochmal dazu beigetragen, dass der Motor auch mit der hohen Laufleistung aktuell wirklich geil läuft. Also so geil ist das Auto jetzt die ganzen 1,5 Jahre noch nicht gelaufen. So, und was ich sagen will, was man machen sollte, wenn man sich so ein Auto kauft, eventuell auch ein anderes Auto, was dabei immer so eine Rolle spielt, ist ja Diagnose. Und dabei kommt auch bei uns hier mittlerweile Kali ins Spiel, ist hier so ein süßer kleiner Adapter. Den kann man unten in diese OBD-Buchse reinknallen. Der kommt in so einer tollen Verpackung hier. So. Ich zeige euch die App jetzt nicht, gibt es eine App mit zum Runterladen, kostet irgendwie im Jahr 60, 70, 80 Euro. Geil ist halt bei BMW, du kannst echt viel Kram codieren. Ne? Also ich habe bei dem jetzt auch, kommt die Tage auch noch ein Video zu, kann man sogar Start-Stopp mit auskodieren. Also dafür fährst du sonst irgendwo hin zu irgendeinem Tuner und zahlst dafür richtig Geld. Und ich sag mal hier irgendwie für einen Jahresbeitrag 60, 70, 80, 100 Euro ist Kali gerade für BMW richtig geil. Und das Geile ist, nicht wie bei den normalen OBD-Anwendungen fürs Handy hast du in der Regel, oder den günstigen Tester, die man bei Amazon oder sonst wo kaufen kann, hast du in der Regel immer nur die Möglichkeit, den Motor auszulesen, also sprich den OBD oder diese OBD-Fehler vom Motor. Hier kannst du wirklich alle Steuergeräte mit auslesen und gerade bei BMW zig Sachen mit codieren. Werden bei meinem Auto aktuell noch mal ein paar Sachen kommen. Ich weiß nicht, ob ich hier noch mal irgendwas mache. Service zurückstellen zum Beispiel. Ne? Gucken, ob die Kilometer gedreht sind. Da sind wir wieder beim Gebrauchtwagen. Check, sage ich mal, was man da eventuell mitnehmen kann. Empfiehlt es sich auf jeden Fall, so einen Kali-Adapter mitzunehmen, weil du halt so jetzt wie bei mir auch nur gucken kannst, okay, sind alle Lampen elektrisch aus, und in die Steuergeräte kannst du halt nur mit sowas hier schauen, und das ist halt völlig geil mobil. Unten rein, ein Handy hast du immer dabei, Handy runtergeladen, bist du immer auf dem aktuellsten Stand und kannst das Auto, egal wo, egal wie, abhängig davon, ob du Internet hast oder sonst irgendwas oder Strom hast, brauchst du alles nicht, kannst du halt Fehler auslesen mit so einem Kali-Adapter. Link dazu packe ich euch auch, wie den ganzen anderen Kram, den ich euch heute gezeigt habe. Ich versuche alles rauszufinden, das wird eine Heidenarbeit werden für mich, aber ist egal, für euch mache ich das. Wie gesagt, wichtig, unten auf jeden Fall die Videobeschreibung öffnen, und ich weiß gar nicht, wie lange das Video geworden ist, Johann. Fast eine Stunde. Eine Stunde, ja. Eine Stunde haben wir auch schon mal ein Video gemacht. Mit ein bisschen wegschneiden bleibt fast eine Stunde. Ja, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen in Bezug auf BMW E60, E61, 525 Diesel, 530 Diesel, 535 Diesel. Schaut euch gerne bei uns auf dem Kanal auch mal das alte Auto vom Johann an. Richtig geiles Ding auch gewesen, waren 535 mit 120 gelaufen. Ist an eine, glaube ich, doch glückliche Person gegangen. Du hast die Tage auch noch mal mit ihm Kontakt gehabt. Ich glaube, er ist sehr zufrieden mit dem Auto. Und ich suche halt auch jemanden, der das Auto so durchrepariert jetzt hier kauft. Und auch mit den optischen Mängeln oder kleinen Mängeln, die das Auto jetzt noch hat. Ist halt kein Neuwagen. Und wie gesagt, Telefonnummer noch mal an der Stelle unten rein. Videobeschreibung öffnen. Link zum Fahrzeug werdet ihr unten finden. Preis bin ich mir auch im Laufe des Videos noch nicht sicher geworden. Müsst ihr dann bei uns auf der Internetseite gucken. So, das war's. Bis dann. Ciao.